Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Für unser heutiges Projekt habe ich eine alte Leinwand, die schon etwas Struktur hat, mit einer Mischung aus Umbra und Umbra gebrannt grundiert. Wir werden heute verschiedene Techniken ausprobieren, die Alkoholtropftechnik, Kleistertechnik, Folientechnik und noch ein paar spezielle Kombinationen. Lasst euch überraschen. Für die Folientechnik habe ich mir jetzt lichte Ocker und Weiß auf meine Palette gegeben. Ich habe eine Folie vorbereitet, beginne nun die Farbe zu mischen und mit etwas Wasser zu verdünnen. Ihr tragt die Farbe so dünn auf, dass ein bisschen der Untergrund hindurch scheint. Auf die feuchte Farbe legt ihr nun die Folie und knautscht sie nach eurer eigenen Vorstellung zusammen. Hier entstehen die typischen Texturen. Die Folie sollte nun einige Zeit auf der Bildoberfläche liegen, bis die Farbe etwas angezogen hat. Anschließend wird die Folie entfernt und das Ganze gründlich getrocknet. Und danach geht es schon weiter. Hier trage ich mit einem feuchten Tuch eine Mischung aus Kobaltblau und Weiß im oberen Bereich auf. Ich zeige euch nochmal, wie das geht. Ich reibe die Farbe auf die Fläche und dabei entstehen Schlieren. Das Ganze wird unregelmäßig. Das ist der Sinn der Sache. Anschließend gründlich trocknen. Hier habe ich etwas Kleister auf meine Palette getan und mische diesen mit Sienna gebrannt. Es wird eine transparente Paste, die ich im unteren Bereich auftrage. Ich möchte eigentlich Strukturen erzeugen und die Farbe etwas verändern, aber das gelingt mir nicht so richtig. Hier versuche ich nochmal Weiß einzuarbeiten. Aber auch diese Strukturen gefallen mir nicht wirklich gut. Hier nehme ich mein feuchtes Tuch und verwische das Sienna, was so ein bisschen in die mittlere Form hineingeraten ist, sanft nach oben. Da mir die unteren Strukturen nicht gefallen, wische ich sie einfach wieder weg. Mit einer hellen Farbe versuche ich den Kontrast zwischen der mittleren Form und dem oberen Drittel etwas zu verstärken.
Jetzt wird es höchste Zeit, alles gründlich zu trocknen, vor allem den Kleister im unteren Drittel. Auf dieses untere Drittel trage ich nun eine verdünnte Mischung aus Kobaltblau und Weiß auf. Und sie verhält sich schon anders, weil sie die Kleisterschicht wieder ein bisschen anweicht und dadurch ergeben sich schon Strukturen. Wenn ich jetzt den Alkohol auftropfe, werdet ihr sehen, dass sich große dunkle Flecken entwickeln. Diese sehen anders aus als die üblichen Flecken, weil die Farbschicht darunter Kleister enthält. Hier seht ihr die Flecken noch einmal. Der Alkohol ist noch nicht verdunstet. Das Ganze muss noch etwas trocknen. Wenn alles komplett trocken ist, schütze ich die gesamte Oberfläche mit einer Schicht Acrylbinder. Ich nehme diesmal matten Acrylbinder. Ihr könnt aber auch glänzende nehmen. Gerade nach einer Alkohol- oder Folientechnik solltet ihr das immer zwischendurch tun. Immer wieder fixieren. Um die Texturen hier unten etwas zu verstärken, nehme ich eine verdünnte Mischung aus Kobaltblau und Weiß und fülle damit die Zwischenräume. Auch für das obere Drittel möchte ich mir noch etwas einfallen lassen. Hier mal erst eine hellere Mischfarbe. Ich versuche es einmal mit der Wassertropftechnik. Wassertropfen kommen auf die feuchte Oberfläche und bleiben so lange darauf, bis die Wassertropfen noch feucht sind, die Oberfläche aber schon trocken. Mit einem Tuch oder auch einem Papiertuch könnt ihr das Wasser dann abtupfen. Naja, das gefällt mir noch nicht so besonders gut. Trotzdem muss alles zunächst wieder getrocknet werden. Nächster Versuch. Ich reibe eine Mischung aus Umbra und Umbra gebrannt in die Oberfläche. Das hat mir alles noch nicht gut gefallen. Ich überdecke das obere Drittel noch einmal mit der Grundiermischung und beginne einfach nochmal von vorne. Meine neue Idee: aus Kobaltblau und Weiß mische ich mit Kleister eine neue Mischung. Diese trage ich im oberen Drittel auf und nun möchte ich mit Kratzwerkzeugen hineinarbeiten. Hier benutze ich ein Hölzchen zum Kratzen und wenn mir das Ganze nicht gefällt, kommt die Mischung einfach nochmal darüber und ich habe neue Versuche. Das waren interessante Ansätze.
Ich habe aber noch weitere Ideen. Erstmal muss die Kleisterfarbe wieder gründlich trocknen. Dabei kommt mir die Idee, die gleichen Strukturen wie im unteren Drittel im oberen auch anzuwenden, aber nur mit umgekehrter Farbreihenfolge. Auf die trockene blaue Schicht kommt hier also eine verdünnte braune Farbschicht. Und da hinein tropfe ich jetzt einfach wieder den Alkohol. Und ihr seht, es ist genau andersrum. Es entstehen helle Flecken auf dunklerem Untergrund. Auch hier verstärke ich den Kontrast, indem ich die Fläche zwischen den Strukturen mit einer weiteren Farbe verdunkle. Nach dem Trocknen fand ich den Hintergrund dann doch wieder zu dunkel und er wird einfach wieder aufgehellt. Sieht schon ganz gut aus. Im unteren Bereich helle ich den Hintergrund auch nochmal auf. Hier könnt ihr noch einmal die Unterschiede der einzelnen Strukturen erkennen. Ich hoffe, ich habe euch wieder inspirieren können. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bis bald!